Well, we didn't expect Reeperbahn Festival to happen actually. Wir wollen testen, was macht das mit den Menschen? Wie fühlt sich das an, indoor, pandemiegerecht zu veranstalten? How weird is this? But we'll get the job done, I'm sure. Für dieses Jahr mussten wir uns ganz genau überlegen, welche Clubs sind überhaupt produzierbar für eine pandemiegerechte Umsetzung. Und da hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass durch die Anordnung, die gerade gültig ist in Hamburg, die stark ganz genau vorschreibt, dass kein Alkoholausschank möglich ist, wenn du stehst, bis in sehr reduzierter Kapazität. Und wenn wir eine bestmögliche Stimmung haben wollen und im Schnitt mit so vielen Menschen wie möglich, heißt das, wir setzen die Leute. Genau, wir haben ja eine stehende Kapazität von 300 Personen maximal und jetzt reduziert sich das auf ein Fünftel und zwar haben wir ca. 60 Personen jetzt bestuhlt. Und wir machen das eben so mit einer schönen Atmosphäre, das sind jetzt erstmal nur so Beispieltische, dass wir hier wie einen alten Jazzclub das einrichten, bestuhlt. Wir werden Tischservice haben mit Lämpchen drauf, so ein bisschen, es wird sehr gemütlich werden und wir kriegen jetzt 15 von diesen Tischen rein, wo wir dann auch bis zu 4 Personen ransetzen können. Das macht Sinn. Wir wollen weiter Kultur leben lassen hier in der Stadt. Und natürlich war das im ersten Moment so, ja, das ist aber ein ganz schönes Brett. So. Aber wir arbeiten ja jetzt auch alle schon sehr intensiv seit mehreren Wochen daran und sind in einem sehr, sehr engen Austausch, auch mit der Kulturbehörde. Ja, es ist für uns alle so ein bisschen der Startschuss in die Wiedereröffnung. Wie fühlt sich das an, indoor, pandemiegerecht zu veranstalten? Wenn hier der Eingang ist, neuerdings jetzt, dann kommen die Gäste wie immer unten durch unser Tor hier hoch, mit Maske natürlich erstmal. Wir werden das hier markieren, wir werden das trennen. Und zwar wird der Eingang hier links kommen, wir werden Linksverkehr haben, sodass die Gäste hier direkt zur Tür hereinkommen können. Und nachher, wenn sie wieder rausgehen, wird der Ausgang in unserem eigentlichen Eingang sein, dort hinten. Und dann werden sie auch über einen Linksverkehr an der Glasfront entlang hier links wieder runterkommen, sodass man sich hier auch nicht begegnet. Wir sind allen guten Mutes und wir sind vorbereitet. Wir wollen testen, was macht das mit den Menschen, so eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Bringt das Spaß? Kann man sich so vorstellen, auf ein Konzert zu gehen? Das sind die Erfahrungen, die wir machen wollen. Und diese Erfahrungen, die wollen wir dann zur Verfügung stellen. Welche Optionen wir haben, um das Kamerabild zu optimieren. Da arbeiten wir gerade dran. Ich habe jetzt gerade die Talents, die reinkommen. Das heißt, gib uns nur eine halbe Stunde. I feel great. I'm excited to be here. You know, musicians are going to be playing live. Cameras are rolling. We're ready with our ears on. You know, where the music is happening, and that's a really good sign in these troubled times. This is the torture chamber. That's Maria with makeup. That's Darcy. Hi Darcy, nice to meet you. Brody. Yeah, cool. And Good morning. How's it going? A great place. I just took a picture of the Freedom Tower. This is such a great spot in New York. look around. If you need anything, let me know. You have your room. That's the makeup. When Darcy is done, it's your turn, and Tony gets a quick one. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie wichtig das ist und wie besonders das ist, weil man so das Gefühl hat, irgendwie Teil eines großen Experimentes zu sein, bei dem man nicht so richtig weiß, okay, wie wird das jetzt aufgehen, wie wird das funktionieren, und das ist wie so eine Art, wie so eine Art Entdeckergeist auch, der einen so in der Crew auch zusammenschweißt, weil man immer denkt, so Leute, wir müssen das jetzt irgendwie gut machen, ne, damit wir das in der Form vielleicht auch wieder machen können. You're going to see the show here. There's one or two speakers, and in about 20 minutes in, they are going to
introduce the judges, or the jury, as they call it. And they're going to ask Tony a question or two. Then they're going to go back to Hamburg. During that time, we have a minute and a half that we have to switch Darcy into this seat. It's really, really hard out there. If you're young, if you're talented, and if you're eager to get ahead in the music business. But we can all agree that in 2020, hard just got a lot harder. We'll do our share this year, as we do every year, with Reeperbahn Festival's very own Anchor Award. As usual, we'll have a jury of 6, and nothing, not even Corona, is going to stop us from doing that. 3 of them are here, and 3 are joining us from New York City. Brody Dalle Darcy Proper and Tony Visconti joining us from New York. Hi, everyone. We're going to talk to Tony in just a second. Before we do that, please give it up for the wonderful Melanie C. This is so amazing. Oh my gosh, but can we just say, how weird is this? So weird. It's so weird. I know. So under these special circumstances, what does this type of jury duty mean to you personally? I feel like it's a huge responsibility. Mm-hmm. You know, I think being an artist, judging other artists is really difficult. So I really want to come to this as a music lover. Tony, let's talk to you in New York. Can you explain to us, how are you going to watch all of the showcases? Well, me and my fellow judges are going to watch the showcases on a big screen in this room over the next few days and see all the contestants playing live, and hopefully the sound will be very loud, and we'll try to feel like we're there in Hamburg, but of course it's not going to be as good as the real thing. This is just a very bizarre way of experiencing it for the 5th time. But I expect that we will communicate with Mel C and the other judges in Hamburg via Zoom, which has its complications, but we'll get the job done, I'm sure. Well, so are we. Melanie, you will be here in Hamburg watching the club showcases, sitting comfortably. You'll have space around you. There'll be somebody that's going to serve you drinks at the table, which is kind of nice, right? So do we really want it to go back to how things were? There's something about an atmosphere, you know, people packed in a room together, sharing that. So I hope we get back to something that isn't too different to what we're used to. Thank you so much. And I have an important update for you. Due to COVID-19 restrictions, we just found out a few hours ago that Leclerc had to cancel their show here at Reeperbahn Festival, and also their participation at Anchor 2020, which we're obviously gutted about. But here's the thing, I still think this looks like a very, very tough choice to make. So please welcome, from New York, the Grammy Award-winning mastering engineer Darcy Proper and legendary Seed's very own Frank Dellé. Hello. Hi. Please. Hi, Darcy. Darcy, how big of a torture is it for you to watch and judge these showcases through an online stream? It's not ideal, of course. There's something about a live show and the live energy that goes with it that we're not going to be able to experience from this side of the pond. But I just want to reassure the artists themselves, we are professional listeners. So we'll listen through the technology and really tune into the heart of the performance. So we're going to do it. What are you going to pay attention to? Are you going to see, like, if you're going to check out if they're nervous and maybe they've, like, you know, shaky hands, fluttering eyelids? What are you going to look for? I think it's the message. If you don't put yourself in the foreground, but the message, what you want to convey, if there is a message in the music, then I think you're not that nervous, because it's about the message and not about you failing. So on Saturday, we'll know for sure which one of these newcomers will be the winner of the 2020 Anchor Award. Thank you so much, Darcy, and thank you so much. Thank you. Thanks. It goes out to you. I'm actually really impressed with what the Germans are doing.
I'm not sure. Besides the Grammys, there really isn't anything like it here. So maybe America will follow suit. I haven't heard any of the music, where I think the last 4 years I cheated a little bit. I did some research. So tomorrow when I start hearing the music, it's going to be a first-time experience to me. And I'm looking forward to that. I'm going to try it out this time and have an open mind. I won't pre-pick the winner. I'll just wait till the very end. Well, we didn't expect it to happen actually, Reeperbahn Festival, because all the other festivals were cancelled, so we were super surprised. I'm taking my first steps outside of my own habitat. I'm from Holland. I live in Belgium, but I'm Dutch. So I've been playing for 10 years. I have 4 records out right now. The main focus of my career is, of course, also in Holland and Belgium, because I sing in Dutch. So it's a bit special to play abroad in Dutch. But I love it, and I really want my music to be a musical experience, not so much a language experience. I might be a bit nervous because there's actually a jury. Oh, hello. Mel C is in it, and that's just of course I listened to the Spice Girls a lot when I was 9, I think, and I was a big fan. I can't wait to see real music. It's a fantasy music being performed. I can't wait for that. I missed that. So let's see what happens. Yeah, I feel very excited. I think sometimes when you're the first people to be going out doing a show and they kind of know it's at stake, there can be quite a bit of pressure. So I hope that they are relaxed and able to give their best performance. Das ist auch eine ganz neue Situation für uns heute. Es ist ja zum ersten Mal, dass wir pandemiegerecht veranstalten. Und alle sitzen drin. Normalerweise ist gerade der Luftspeicher zwar aneinander gedrängt, da drin ist wirklich Sauna, es tropft von oben. Und dieses Jahr zum ersten Mal gesietet, ganz andere Stimmung. Und wir hoffen einfach, dass es funktioniert und alle am Ende trotzdem happy sind. Ik slaap op de rand. Een schatje drinkt en verdrinkt. I always had ideas for dancing, but I never did it. And now I have a live show with 2 girls behind me, and we dance choreography. And I think that's actually a way to get people's attention, also for the music. If they are stimulated visually, I think they will also be more interested in the music. We just saw our first act, Eefje, and I'm really impressed. It was very beautiful. There was a real uniqueness to it, both visually as well as in the sound. So right now I have nothing to compare it with, but I feel like it was a very exciting start. Ich war begeistert von der Band, weil es wirkte wirklich als Band. Ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass sie auch mit diesen Musikern, wenn sie das live macht, auch schon öfters gespielt hat. Aber die waren auch echt eine Einheit.
nice actually. We had a good time. We thought it was nice, but I hope everyone liked it. So yeah, that's it actually. Thank you. Also es sind alleine 8 Leute jetzt von uns, vom Personal, damit beschäftigt, hier alle Flächen zu reinigen. Hier in der Veranstaltungsraum, auf der Bühne natürlich auch. Das heißt, die ganze Backline wird desinfiziert, Mikrofone, die Toiletten, Stühle, Tische, Tischdecken, alles, was eben angefasst wurde oder Potenzial hatte, angefasst werden zu können, wird eben gereinigt. Dann wird durchgelüftet und jetzt bereiten wir uns auf die zweite Show für heute Abend vor. Mir geht es sehr gut, eben weil jetzt so langsam wieder eine Art von Fahrt in dieses ganze Konzertieren und in Menschen, die Musik erleben, kommt. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Also was halt wirklich positiv ist an der ganzen Sache, ist, dass wir ganz viele neue Songs geschrieben haben. Und das hätten wir so schnell gar nicht geschafft, weil wir ganz viel gespielt hätten. Was natürlich auch mega gewesen wäre, aber so haben wir halt einfach super kreativ arbeiten können. Und total in Ruhe, weil niemand was von einem wollte, weil es ging ja überhaupt nichts. Ich bin super dankbar, dass das Reeperbahn Festival dieses Jahr stattfinden kann. Was da alles in die Wege geleitet werden musste und mit den Desinfektions... Also auch die ganze logistische, habe ich riesen Respekt vor und also sehr, sehr dankbar dafür, dass die ganzen Menschen diese riesen Mühen auf sich nehmen, um das überhaupt stattfinden zu lassen. Ich finde es wirklich großartig. Meinst du nicht, wir sollten das als Zugabe spielen? Ich bin dafür. Ja, können wir dann, ja. Is almost gone. In the blossom, we searching its way to the light. And you are my weight. Wir machen auch gerne viel gleichzeitig. Das tendiert dann manchmal etwas kompliziert zu werden, aber es macht auf jeden Fall Freude auszuloten, wie viel man zu zweit so machen kann. Hier darf man ja auch nicht die Leute zum Klatschen. Ich meine, bei unseren Songs klatscht man eigentlich auch nicht so mit, aber man tanzt halt viel und das geht halt gar nicht. Es gibt eine Stelle, wo ich alleine auf der Bühne tanzen darf und mir das rausnehme. Ich versuche dann diese ganze angestaute Energie des Publikums in mich aufzunehmen und dann vielleicht nicht so im Ausdruckstanz, aber schon in so einem eklektischen Techno-Abgezappel das rauszunehmen und so stellvertretend für die Leute die Energie freizusetzen. Bei denen fand ich dann zum Beispiel total spannend, wie das Bühnensetup war, dass die sich gegenüber saßen und sich gegenseitig angeguckt haben, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Und das war dann aber wirklich, nach einer kurzen Irritation, war das total schlüssig für mich. Ich hatte fast immer den Eindruck, der Schlagzeuger ist so derjenige, der diese unglaubliche Sängerin sozusagen sagt, es ist alles gut, guck mich nur an, wir schaffen das. Weil jedes Mal, wenn sie ins Sprechen kam und was erzählen wollte, hat man ihre unglaubliche
Unsicherheit und Fragilität gemerkt und dann ist in ihr Element gefallen, Klavier, Musik und da fühlte sie sich zu Hause und sie ist geschwommen und das war auch sehr schön wahrzunehmen. They were technically brilliant musically. I mean, I love their musicianship, the risks that they took, and she does happen to be a great singer, the lead singer. But I was more impressed with how adventurous they were and how imaginative they were. Es war eine total schöne Atmosphäre, also es war sehr warm hier drin irgendwie. Ob das jetzt mit den 3 Jurern zu tun hat oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe nicht gesehen, wo die saßen, aber ich... Die saßen direkt vor uns. Ja. Das habe ich schon, bei den Ansprachen habe ich das schon so gemerkt und dachte so, ich gucke lieber weg, wenn man so aufgeregt ist und dann noch die Leute so anguckt, die man so früher aus dem Fernsehen kannte, dann gucke ich lieber weg. Bin nicht so aufgeregt. Der erste Schritt, wenn man sich zum Anchor bewerben will, ist, man muss an unserem Reeperbahn Festival Booking Team vorbei. Und wenn unser Booking Team sagt, okay, wir finden euch toll, ihr könnt gerne auftreten beim Reeperbahn Festival dieses Jahr, dann bekommt man einen Zugang zu unserem CMS, zu unserem Custom Management System. In dieses System wird alles eingetragen, was wir über diesen Künstler wissen und was wir von diesem Künstler brauchen. Und es gibt auch diesen schönen Teil Anchor. Das heißt, wenn der Act beim Anchor mitmachen will, dann füllt er auch diesen Part aus und wird damit zu einem Bewerber. Dann sind wir beim Board. Das ist die nächste Instanz quasi, die dann entscheidet, wer aus all diesen Bewerbern unsere finalen 6 Nominees werden. Also wir haben ein großes Spektrum, ja, auch nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt an Musikexperten aus den verschiedensten Bereichen, die sich dann diese Bewerber angucken. Und wenn alle Boardmitglieder bewertet haben, dafür haben sie 2 Wochen Zeit, dann können wir hier in unserem schönen CMS-System einfach auf Order by Rating klicken, Apply Filter und dann sortiert das System automatisch die bestbewertetsten nach oben und wir haben somit ganz einfach der Reihe nach unsere 6 Nominees gefunden. I have been living very isolated, writing music before Corona, and of course it's scary, and of course I wish it wasn't there, but I think I shouldn't complain at least. I think it's super good that there is a festival going on right now to see if this is the way to have festivals in the close future when Corona is still going on. So then this will be the test, the try out. No matter if there is few people, a lot of people sitting down, not sitting down, I think it's best that we just do our best. Sometimes, for example, when you play in Norway, where the crowd sometimes is like, they're like not doing anything with their face, even look a little bit miserable, then you still have to remember that there might be someone that really enjoys it and that you're playing for them, or everyone if everyone is enjoying it. So that's my plan, just play like everyone is having a good time, even though they're sitting. Wir sind ja schon voll angefixt, gestern durch die 2 Konzerte, heute dann die weiteren 3, die noch ausstehen. Und das Programm ist ja sehr bunt. Wir waren gestern schon total geflasht eigentlich, ne? Wie sehr uns das gepackt hat, dass man mal wieder Live-Musik sehen kann. Heute müssen wir ja den Gewinner dann küren. Und Tony Visconti, Mr. President, hat schon gemeint, heute fetzen wir uns garantiert. Das wäre das erste Mal, dass man in der Jury nicht irgendwie unterschiedlicher Meinung ist.
Tuba-Band, die ich mir ganz anders vorgestellt habe live, wo ich mir gedacht habe, die ist auf der Bühne weitestgehend alleine mit einer Gitarre, vielleicht noch ein Drummer dazu oder so und ansonsten eher programmiert und dann steht die da mit dieser großen Band da, mit dieser vollen Band. Ich hatte bei der Tuba-Band das Gefühl, dass die Sängerin aufgeregt war. Zum Ende hin waren sie dann, oh, jetzt haben wir es geschafft und jetzt lassen wir es raus. It was very good. They made me feel very safe. They were like smiling. There was one guy singing like, so that was very nice. Yeah. We've got the best seats in the house, right? But we feel a little bit like we could be intimidating. So I think we really want to enjoy, but we want to be low-key at the same time. It's a hard balance to strike, I think. We try to look nice and cheerful all the time, Give friendly. Helpful vibes. And we are trying not to talk among each other because they would get the impression that we have something to discuss and that would make them feel insecure. So we're just sitting there like three sheep.